Heute bauen wir zusammen diesen kleinen Weihnachtsbaum. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, macht's euch gemütlich und los geht's. Zuerst brauchen wir ein Stück Restleder. In der Farbe könnt ihr natürlich kreativ werden, ich habe jetzt hier grün genommen. Dann brauchen wir die Formen. Hier bieten sich natürlich Plätzchenformen an. Warum? Wir bauen was Weihnachtliches. Ich habe mich jetzt hier für den kleinen Weihnachtsbaum entschieden. Diese Form gilt es jetzt auf das Leder zu übertragen. Dafür legen wir ihn drauf, halten ihn gut fest und umrahmen ihn mit einem spitzen Gegenstand. Dafür könnt ihr, wie ich hier, einen Aal nehmen zum Beispiel. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einer Gabel machen. Wenn ihr die Umrandung fertig habt, geht es ans Ausschneiden. Ich würde euch empfehlen, erstmal beide zusammen auszuschneiden, dann auseinanderzuschneiden und dann einzeln die Kontur nachzufahren. Ihr könnt das Ganze mit einer Schere machen. Das Ganze funktioniert aber auch wunderbar mit einem scharfen Messer, wie einem Cuttermesser zum Beispiel. Für das Aufhängen am Baum nehmen wir uns ein Stück Schnur, schneiden das zurecht, sodass es am Schluss einen Ring gibt, der groß genug ist, dass wir ihn über die Zweige fädeln können. Jetzt geht es ans Zusammenkleben. Legt vorher eine gescheite Unterlage aus. Ich habe jetzt hier als Kleber Sprühkleber genommen, ihr könnt aber genauso gut Lederkleber dafür nehmen. Der Sprühkleber wird sorgfältig über die Oberfläche aufgetragen, dann wird die Schnur als Ring festgeklebt und dann kommt das Deckteil drauf. Das Ganze drücken wir ordentlich fest. Da das Leder ein bisschen dehnbar ist, können wir durch Drücken und Ziehen hier auch Schnittfehler vom vorherigen Ausschneiden ausgleichen. Anschließend entfernen wir die Teile, die noch überstehen. Dafür drehen und wenden wir das Ganze und schneiden alles weg, was nicht auf beiden Seiten geklebt ist. Im nächsten Schritt zeichnen wir eine Kante für die Naht. Die wird später der Schnee auf unserem Baum. Wir zeichnen einmal mit einem Zirkel entlang am Rand, da wo wir später nähen wollen. Die Löcher stanze ich mit einem Stanzeisen vor. Auch das könnt ihr euch mit einer Gabel vorzeichnen und hinterher mit einem Aal die Löcher durchstechen. Nun nähen wir den Schnee auf unseren Baum. Ich nehme hierzu ein Stück weißen Faden und befestige an beiden Seiten des Fadens eine Nähnadel. Ich nähe das Ganze mit einem Sattlerstich, was vollkommen überdimensioniert ist für das, was wir hier vorhaben. Ihr könnt das Ganze aber mit einer Nahtmethode eurer Wahl zusammennähen. Wenn wir fertig sind mit dem Zusammennähen, trennen wir die Fäden ab und verbrennen die Enden mit einem Feuerzeug. Noch etwas festdrücken und die Naht ist dann fertig. Nun kommt der wichtigste Schritt, damit unser Werkstück etwas edler aussieht, und zwar das Verfeinern der Kanten. Ich nehme hierfür eine Silikon-Polierpaste. Das Ganze funktioniert jedoch auch hervorragend mit Bienenwachs. Wir tragen das Ganze auf die Kante auf und dann wird das Ganze mit einem Tuch verrieben. Dadurch verkleben wir die Fasern am Rand des Leders und die Schnittkanten sehen weniger frisch aus. Zuletzt bringen wir noch die notwendigen Details mit Acrylfarbe auf unserem Weihnachtsbaum an. Ich zeichne hierfür eine braune Basis für das Bäumchen. Und anschließend kommen noch rote Kugeln und eine Lichterkette drauf. Die Lichterkette besteht einfach nur aus kleinen gelben Punkten, mit denen ich eine Linie nachzeichne. Und fertig! So sieht unser selbstgemachter Schmuck für den Weihnachtsbaum aus. Perfekt zum Verschenken oder selbst behalten. Lasst mir gerne einen Kommentar da oder schickt mir Nachrichten mit euren Kreationen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Video.